Hallo Leute, ich bin's mal wieder. So, jetzt möchte ich euch endlich mal was Vernünftiges beibringen, und zwar Methoden in Java. Nun, eine Methode haben wir schon kennengelernt, das ist unsere Public Static Void Main hier. Ja, was kann die so Schönes und was können wir damit machen? Die Methode Main ist einfach die Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Programm gestartet wird. Aber wir können uns ja auch noch selber haufenweise Methoden schreiben. Was es mit diesem Public auf sich hat, das möchte ich euch wann anders zeigen, wenn wir über Klassen reden. Ja, muss nicht static sein. Ja, das heißt, oder doch, sie sollte in diesem Fall sogar static sein. Das braucht euch noch nicht zu interessieren, aber wir wollen jetzt hier mal eine Methode mit Rückgabetyp machen. Also, ich habe euch ja schon alles über Typen erzählt. Void, habe ich euch verschwiegen, ist auch ein Typ, aber einfach das Nichts. Also es gibt nichts zurück. Wenn ich hier Void schreibe, dann passiert einfach gar nichts, wenn ich hier aus der Methode rausgehe. Also Public Static Void blub oder einfach, ja, blub, ist okay. So, diese Methode gibt einfach nichts zurück, die macht einfach irgendwas hier drin, zum Beispiel was ausgeben, das ist ja nichts zurückgeben an für sich im Programm. So, und jetzt kann ich hier diese Methode aufrufen, indem ich einfach blub schreibe. So, hier wird jetzt automatisch gesagt, okay, ich bin in der Klasse Hello World. Und ich suche in meiner Klasse Hello World nach einer Methode, die sich blub nennt und keine Parameter nimmt. Was Parameter sind, dazu gleich mehr. Das heißt, ich finde diese Methode hier, denn hier wird ja auch eine Methode mit genau demselben Namen, nämlich blub und keinen Parametern. So, und was jetzt passiert, wenn ich mein Programm ausführe, kommt einfach ABC. Das heißt, ich gehe in dieses Programm rein. Hier ist natürlich mein Eintrittspunkt fürs Programm, das wisst ihr ja schon. Und dann sehe ich hier, okay, ich rufe blub auf und dann wird eben das gemacht, was in dieser Funktion blub drin steht, in der Methode blub, Entschuldigung. Ja, was machen wir jetzt aber, wenn wir da was machen wollen? Also zum Beispiel, wir wollen in dieser Methode etwas berechnen. Nun, dann sagen wir hier, es gibt was zurück. Und zwar nicht nichts, sondern einfach etwas. Und hier seht ihr schon, es gibt einen Fehler, weil wir nichts zurückgeben. So, Standardwert ist immer 0, wenn man was zurückgibt, oder einfach false oder was weiß ich was. Aber hier kennen wir jetzt schon das Return Statement. Ähm, ja, zum Beispiel Return 2. Das heißt, diese Methode gibt ab sofort etwas zurück. Das heißt, hier kann ich jetzt einen Integer zuweisen. So. Und mit dem dann irgendwas machen. Zum Beispiel ausgeben. Also, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, Ich gehe hier quasi in meine Methode rein, sehe, das ist ein Integer. Das ist wie eine Zahl. Diese Methode hier ist eine Zahl. Zumindest wenn das zurückkommt aus der Methode. Dann ist es eine Zahl. Und das kann ich hier zuweisen und dann kann ich damit weitere Sachen machen. Rechnen und so weiter und so fort. Das habt ihr jetzt alles schon gesehen. So, cool. Das heißt, ich kann es hier mal ausführen und es kommt 2 raus. Denn ich habe hier diesen Wert, der von hier zurückkommt, mein Integer, ähm, hier reingeschrieben in mein i, was ja auch ein Integer ist. Da müsst ihr übrigens aufpassen, dass das immer dasselbe ist. Wenn hier ein int steht und hier steht ein Double, dann gibt es einen Fehler. Beziehungsweise nicht unbedingt einen Fehler, aber es kommt was Falsches bei raus. So, und dann kann ich mit diesem i eben weiterarbeiten. Ja, sehr schön. Gut, da kann ich dann natürlich auch noch Chars zurückgeben. Zum Beispiel C, das ist jetzt ein großes C, und dann gibt es hier keinen Fehler, weil ihr ja wisst, dass Chars und Integer im Grunde dasselbe sind, aber eigentlich auch nicht. So, und jetzt wird hier eben C ausgegeben. Hier kann ich aber auch noch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel Strings. Dann kann ich hier Hello ausgeben und hier kann ich String i schreiben und dann wird Hello ausgegeben. Magic, Magic. So, und was jetzt hier drin steht, das interessiert. Gut, okay, das würde schon interessieren, wenn es einen Fehler gibt, aber das interessiert uns hier oben nicht. Wir lagern quasi all diese Berechnungen, lagern wir aus in diese Methode hier unten.
und tun dann einfach nichts mehr damit da oben. Also wir können dann das alles da reinschreiben und sind hier fertig. Das erspart einiges an Übersicht und wir müssen Code quasi nur einmal schreiben. Wir könnten uns da alles Mögliche reinschreiben, was uns das Leben einfacher machen kann. Zum Beispiel könnten wir uns eine Funktion schreiben, die Plus rechnet. Also schreiben wir uns mal diese Funktion, die Plus berechnet. Da muss sie natürlich auch da oben so heißen. Ihr seht, es gibt gleich einen Fehler, wenn irgendwas passiert und man es nicht kennt. So, jetzt muss ich hier auch den int reinschreiben und hello ist aber kein int, deswegen gibt es mir hier gerade einen Fehler. So, und jetzt muss ich noch irgendwas zurückgeben. So, plus. Aber wir haben doch hier überhaupt keine Zahlen. Was sollen wir denn überhaupt addieren? Wir wollen ja zwei Zahlen addieren. Nun ja, dann wollen wir hier 5 und 8 addieren. Aber wie kriegen wir die jetzt hier rein, diese 5 und die 8? Ihr wisst ja, die Parameter müssen in die Klammern rein. Also schreiben wir hier int a und int b rein. Parameter werden mit Kommata getrennt. Die können von verschiedenen Typen sein. Hier kann String stehen, da kann int stehen. Die könnt ihr mixen, wie ihr wollt. Und auf die können wir dann überall drauf zugreifen in dieser Methode. Aber nur in dieser Methode. So, und wenn wir jetzt hier eben Plus aufrufen mit 5 und 8, dann dann gehen wir quasi in diese Methode hier rein, weisen a den Wert 5 zu und b den Wert 8, genau in der Reihenfolge. Das heißt, die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es dann unterschiedliche Typen sind, dann darf man die nicht verwechseln. So, und dann kann ich jetzt hier eben a plus b zurückgeben. Also direkt zurückgeben. Es muss vom Typ Integer sein, was wir zurückgeben. Und das wird dann hier eben zwischengespeichert. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden, warum 5 plus 8 13 ist. Eine sehr komplizierte Variante, das zu berechnen, aber wir können jetzt hier ja auch noch ganz andere Sachen mitmachen, indem wir einfach diese Plus-Methode hier benutzen, die uns das alles berechnet. Gut, wir können hier noch ganz, ganz viele andere Sachen machen, aber das Grunddings von Methoden habt ihr, glaube ich, erstmal verstanden. Es muss ein Return-Statement geben, sobald nicht der Rückgabetyp void ist. Und sobald er nicht void ist, können wir auch das, was zurückkommt, wieder irgendwo benutzen hier und damit weiterrechnen. So, und jetzt möchte ich euch gerade noch kurz was zeigen, was richtig cool ist. Also zumindest jetzt erstmal so. So, jetzt wollen wir die Vorschleife ein bisschen malträtieren. Und ihr werdet sehen, das kommt in der Praxis sogar recht häufig vor, dass man das so braucht. Zwei Vorschleifen ineinander. Achtung, hier darf ich nicht i benutzen, denn i gibt's schon. Dieses i ist hier drin gültig, danach nicht mehr. Aber da drin schon. Ich dürfte jetzt hier aber a und b benutzen, denn a und b gibt's nur hier drin. Danach gibt es sie nicht mehr und davor auch nicht. Also fange ich hier gleich mal an mit j gleich 0 und j ist kleiner als 20. Und j, upsala, j muss auch 1 erhöht werden. So. Gut, und jetzt wollen wir die ganzen Dinger aufaddieren. Wir wollen es ausgeben und wir wollen das über die Methode machen und wir können den Wert, der zurückkommt, ja direkt ausgeben lassen. Das ist ja ein Integer. Und wie wir wissen, Integer können wir ausgeben. So, und jetzt können wir hier natürlich auch Variablen reinstecken, wie eben dieses i und das j. Und hier wird dann eben das i als erster Parameter reingesteckt, das heißt, das i wird das a. Im Fall von Plus macht es keinen Unterschied, aber wie gesagt, später macht es richtig viel Unterschied. J wird dann wieder einfach hier als b reingesteckt und da wir hier 20 mal hier durchlaufen und 10 mal hier durchlaufen, laufen wir hier drin insgesamt 200 mal durch. Also wir laufen diese Schleife das erste Mal 20 mal durch, dann laufen wir sie nochmal 20 mal durch, weil die äußere hier ruft die ja jedes Mal wieder von vorne auf. Das heißt, wir werden hier 200 mal durchlaufen. Und das Ganze läuft eine ganz schöne Weile. Nicht. Das ist ja schon fertig. Ja, ich dachte, das Recorder-Programm braucht ein bisschen mehr von meiner Leistung, aber so ist ganz cool. Also, ihr seht, wir laufen das erste Mal 0 bis 19, da hier i gleich 0 ist und 20,
j ist 0 bis 19. Das heißt 0 plus 0 und so weiter bis plus 19 ist eben 0 bis 19. Und dann fangen wir bei 1 an, weil ja i jetzt 1 ist. Und dann gehen wir bis 20. Ich glaube, ihr versteht das Schema. Und wir haben dabei diese coole Methode hier benutzt. So, den Static-Kontext, den habe ich euch jetzt leider noch nicht erklären können. Das kommt dann bei den Klassen. Das ist ein bisschen komplizierter. Was ich jetzt aber noch kurz machen möchte, ist dieses Public. Und zwar Public und Private bedeutet, wenn ich die hier, oder Protected gibt es auch noch, aber wenn ich diese Methode hier jetzt Private mache, dann ist die Methode nur sichtbar innerhalb dieser Klasse. Das heißt, wenn ich in einer anderen Klasse bin, kann ich hier nicht drauf zugreifen. Hier funktioniert es jetzt aber immer noch, wie man sieht. Ja, ähm, cool. Dann haben wir das auch schon. Und dann können wir nächstes Mal sogar schon mit Klassen durchsteigen, was da so alles passiert. Ja, ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und bald werdet ihr bereit sein, euer erstes richtiges, vernünftiges Programm zu schreiben. Mal gucken, was wir da machen. Ich werde was Cooles finden. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.